Grüß euch, es sind nur noch 16 Tage bis zum Camino, deswegen probiere ich einmal den Rucksack zu packen und schaue, ob alles reinpasst. Notfalls müssen wir ein paar Sachen zu Hause lassen. Wir haben eine Packliste, auch auf der Homepage, und die gehen wir jetzt der Reihe nach durch. Eine wetterfeste Dokumentenhülle für den Pilgerpass und den Reisepass. Hier ist die IKEA Frakta-Tasche, die ist, um den Rucksack für den Flug hineinzutun. Dann gibt es natürlich den Rucksack selbst. Ich weiß jetzt gar nicht welche Marke, aber ist auch egal. Hauptsache er ist groß, weil ich habe viel einzupacken. Das Wichtigste oder das zweitwichtigste nach dem Rucksack, die Wanderschuhe und die Stöcke. So, und nun zur Wäsche. Hier sind meine 2 Hosen. Das ist eine abziehbare leichte Hose und das ist eine festere, etwas regendichtere Hose. Dann eine Weste mit vielen Taschen, die ist sehr praktisch, und ein Pullover. Dann habe ich drei T-Shirts aus Kunstfaser, 2 Longsleeve, dann 2 lange Unterhosen, 3 normale Unterhosen aus Kaffeefaser, ein Puff, so ein Schlauch, mit dem man alles Mögliche machen kann. Kann man als Haube verwenden oder als Halstuch, das ist ganz praktisch. 3 Paar Wandersocken, eine Regenjacke, ein Poncho, ein Regenponcho und ein Hut. So, das ist jetzt alles am Tisch, aber wichtig ist noch die Softshelljacke mit Kapuze. Und das war's. So, die weiteren Sachen. Ein paar Schlapfen für die Herbergen. Ein Schlafsack. Den Gürtel. Ganz wichtig. Und die Gamaschen. So, nun zu den Technikbeutel. Ganz wichtig die Action Cam, die Drohne, dann Zubehör zur Action Cam wie Zusatzakkus und diverse Ladekabel. Eine Verteilersteckdose und ein Necklace für die Action Cam. Beziehungsweise Zusatzspeicherkarten. Auch ganz wichtig ein Brillenputztuch, auch für die Kamera von der Action Cam. Jetzt geht es weiter zu den Sanitärsachen, beziehungsweise ein Erste-Hilfe-Kit, Blasentape, ganz wichtig, die Sanitärsachen, Oropax, Deo, Shampoo, Duschgel,
Zahnpasta, Händedesinfektionsmittel, Sonnencreme und Hirschtalg-Fußcreme. Dann wichtig zum Schlafen, eine Schlafmaske, die Reinigungstücher auch noch, ein Nähzeug, Wäscheklammern, eine Schnur, auch als Wäscheschnur geeignet, Sonnenbrille, Besteck, weiters Klopapier, eine Sitzunterlage, ein Mikrofaserhandtuch, Proviantdose und ein Daypack, ein kleiner Rucksack, der extrem zusammenfaltbar ist. So, wichtig für mich, weil ich unter Schlafapnoe leide, eine reguläre CPAP-Maske, ein CPAP-Gerät, die Maske und die Kabel. So, ich habe den Rucksack fertig gepackt. Er ist jetzt ohne Wasser und jetzt testen wir, wie viel er wiegt. Warte mal, umdrehen. (12,15 Kilogramm). So, jetzt verpacke ich den Rucksack in der Frakta-Tasche. Passt. So, ich habe jetzt alles gepackt und in die Frakta-Tasche für das Flugzeug gepackt. Ich werde einen Teil davon ins Handgepäck nehmen. Die Wäsche, die ich anhabe, habe ich hier. Es sind 12 Kilo ohne Wasser, das ist sehr viel. Also 10% vom Körpergewicht müssten 11 Kilogramm sein bei mir. Und ich möchte aber unter 10 Kilogramm Gewicht haben und ich weiß noch nicht, wie ich das zusammenbringe. Ich habe den Rucksack gepackt. Ihr habt gesehen, was ich hineingegeben habe. Es sind noch 16 Tage bis zum Camino. Es wird noch einiges hinzukommen, aber es muss auch wahrscheinlich einiges noch aus der Liste gestrichen werden, damit das Gewicht passt. Falls ihr Anregungen und Tipps habt, bitte schreibt es in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da oder abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Buen Camino.